euch und herzlich willkommen zum Tuning-Tutorial Teil 5. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, nämlich das Fueling. Die Fuel Maps gehören zu den sensibelsten und diffizilsten Maps in der EDC 15P Plus und sind sehr komplex aufgebaut. Was die Maps sind und wie sie aufgebaut sind, erkläre ich euch gleich. Fürs bessere Verständnis vorher jedoch zeige ich euch eine kurze Zusammenfassung der letzten Videos. Also viel Spaß euch! Im ersten Teil ging es um die Basics. Wie berechne ich Drehmoment und Leistung anhand des eingespritzten Kraftstoffs. Dafür habe ich euch mein Excel-Tool vorgestellt, welches genau das für euch übernimmt und in einem Leistungsdiagramm visualisiert. Im zweiten Teil habe ich das Thema Codierung beleuchtet. Im dritten Teil ging es um die Torque Maps und sauberes Erweitern der Kennfelder und was hinter meiner Philosophie steckt, Stichwort Applikationen auf OEM-Niveau. Teil 4 stand ganz im Zeichen des Turboladers und der Boost Maps. Und ich erklärte, was Qualitätsregelung heißt und warum Luftüberschuss beim Diesel wichtig ist. Nun geht's los und viel Spaß euch mit der dritten Kategorie der Kennfelder, nämlich den Fuel Maps für eine Stage 1 am ASZ. Willkommen bei den Fuel Maps. Auf der ersten Ebene stehen die sogenannten SOI Maps, Start of Injection, die den Förderbeginn beschreiben. Insgesamt 10 Stück, referenziert jeweils zu einer bestimmten Betriebstemperatur des Motors. Sie beschreiben den Förderbeginn eines Pumpedüse-Elements über die Drehzahl und die eingespritzte Kraftstoffmenge. Zur zweiten Ebene gehören die Duration Maps, die abhängig vom Förderbeginn die Förderdauer beschreiben. Aufgezogen wird die Förderdauer über eingespritzte Kraftstoffmenge und die Drehzahl. Dann stehen da noch die Selector Maps, die Aufschluss darüber geben, bei welcher Betriebstemperatur, welche SOI-Map vom Steuergerät abgefahren wird und welche Duration Map bei welchem Förderbeginn aktiv ist. Und zu guter Letzt steht da noch der SOI-Limiter, der den Maxwert des Förderbeginns über die Drehzahl und Temperatur deckelt. Wie schon öfter erzählt, ist mein Anspruch an die Qualität meiner Applikationen hoch und soll in etwa die Güte der OEMs widerspiegeln oder gar toppen. Dafür ist das Verständnis notwendig, warum der OEM hier mit welchen Werten arbeitet. Der Hersteller hat viele verschiedene Vorgaben und versucht gleichzeitig auf vielen Hochzeiten so gut es geht zu tanzen. Heißt, alles in allem geht der OEM einen maximalen Kompromiss ein. Im Lastenheft werden Werte definiert, um Themen wie Emissionen, unterschiedliche Spritqualitäten, variierende Temperaturzonen und unterschiedliche Einsatzgebiete zu berücksichtigen und darüber hinaus in gewissen Maßen auch einen Bauteilschutz zu realisieren. Nun geht es weiter im WinULS mit dem Anlegen der Kennfelder und ich verlinke euch das Kennfeldpaket zum Download in der Videobeschreibung.
Heute geht es nicht ums Berechnen und Bearbeiten der Kennfälle in Excel. Wie das geht, habe ich in den letzten Videos gezeigt, sondern es geht primär um das Verständnis, in welcher Beziehung Förderdauer und Förderbeginn zueinander stehen. Nun zum Thema Förderdauer. Verbaut sind in dem A38L ASZ Modelljahr 2002 550er Pumpedüse-Elemente. Ich erzähle euch jetzt, welche Werte gesund sind und was physikalisch dahinter steckt. Ich bitte euch, die Zahlenangaben lediglich als groben Anhaltspunkt und Richtwert zu verstehen und nicht als was in den Stein gemeißelt ist. Auf Serienlader vom ASZ bzw. ARL kann man safe ca. 34 Grad Förderdauer fahren. Es heißt, je länger die Förderdauer, desto mehr Kraftstoffmenge bekomme ich eingespritzt und desto höher der thermische Eintrag, unter Umständen mehr Leistung und somit höher die Belastung für den Motor. Als Faustregel für die Förderdauer gilt hier bei Serienturbo 34 Grad Kurbelwelle nicht groß zu übersteigen. Um es euch zu vereinfachen, kann man als maximales gesundes Verhältnis zwischen Kraftstoffmenge und Förderdauer 2 Milligramm pro Grad herannehmen. Das entspricht bei 65 Milligramm einer Förderdauer von 34 bzw. 33 Grad im Drehzahlbereich der Nennleistung. Mehr Förderdauer auf Serienturbo hätte nur den Effekt, dass die Verbrennung zu sehr verschleppt. Genau genommen ist es der Sauerstoffmangel, der die Verbrennung verschleppt, was dazu führt, dass die Energie nur noch in Wärme statt in mechanische Arbeit umgewandelt wird. Heißt, mehr Menge bringt er kaum nennenswerten Leistungszuwachs, vor allem aber teuer erkauft mit unverhältnismäßig hohem thermischen Eintrag ins System und kritischen Abgastemperaturen. Mit größerem Turbolader, also mit genug Luftmasse, kann man auf die 550er Seriendüsen auch 240 PS und mehr fahren, wenn man die Abgastemperatur im Auge behält. Förderdauern von 36 bis 38 Grad lassen sich auf Seriendüsen umsetzen, allerdings nur mit entsprechender Luftmasse, also effizienten Upgrade-Ladern. Dann jedoch bleibt die Frage nach den Abgastemperaturen bei Dauervollgasetappen offen. Paar Minuten Dauervollgas auf der Bahn sollte in meinen Augen ein Fahrzeug wegstecken. Wenn ich es nun aber mit der Förderdauer überreize und hier weit über den gesunden Bereich appliziere, schränkt das den Betrieb des Fahrzeugs deutlich ein. Und das wäre nicht im Sinne einer Fail-Safe-Applikation, also einer gefahrlosen und sicheren Abstimmung. Denn das Tuning soll lange Spaß machen. Und das macht es nur, wenn der Bauteilschutz erhalten bleibt und im Best Case sogar verschärft oder verbessert wird, um bestimmte Belastungsgrenzen nicht zu überschreiten. So sieht das Ganze in WinOLS aus. Abhängig von der Betriebstemperatur des Motors arbeitet das Steuergerät mit unterschiedlichen SOI-Maps. Welche das sind, beschreibt meine SOI Map Choice bzw. der Map Selector, in dem beschrieben steht, welche dieser 10 Maps in welchem dieser Bereiche aktiv ist. Also wie gesagt, abhängig von der Betriebstemperatur des Motors arbeitet das Steuergerät mit unterschiedlichen SOI-Maps, die wiederum unterschiedliche Duration Maps triggern. Die Duration Maps sind über den Duration Map Selector beschrieben, welche der 5 bzw. 6 Duration Maps zu welchem Förderbeginn arbeitet bzw. aktiv ist. Kurz zusammengefasst, die unterschiedlichen SOI-Maps triggern unterschiedliche Duration Maps. Das Verständnis über diese Beziehung zwischen den Maps ist also elementar für die Kalibrierung dieser Maps. Für die Berechnung und Bearbeitung der SOI und Duration Maps ist es wichtig, die EOIs zu berechnen, denn diese variieren ständig wie folgt. Angenommen, ich setze mir bei Volllast als Target einen EOI-Wert
optimal für eine saubere Verbrennung und gute Leistungsausbeute von ungefähr 8 Grad nach OT, ergibt sich bei einer Förderdauer von 34 Grad bei einem IQ-Wert von 65 Milligramm ein errechneter SUI-Wert, sprich Förderbeginn, von 26 Grad vor OT. Es ist eine einfache mathematische Rechnung. Ich subtrahiere vom Förderende den 8 Grad, die Förderdauer von 34 Grad und erhalte damit einen Wert von minus 26 Grad, der dem Förderbeginn entspricht, negativ, weil vor dem oberen Todpunkt. Ihr seht auf der linken Seite ganz unten die SUI-Map 9 für den Betriebsbereich 90 Grad und in der äußersten Spalte für die 60 Milligramm. In dem Fall fehlt noch die Spalte für 65 oder 70 oder je nachdem, was ihr im Torque Limiter als maximales Moment bzw. als maximale Kraftstoffmenge in Milligramm pro Hub definiert habt, muss diese Tabelle hier natürlich noch sauber erweitert werden. Aber jetzt in dem Fall seht ihr, für 60 Milligramm stehen hier Werte bis maximal minus 25, minus 26 Grad Förderbeginn vor OT. Ausgehend hier von dem letzten Wert von minus 25 triggert das eine Duration Map, nämlich, wenn ihr rechts hoch schaut, die Duration Map 0. Jetzt springe ich in die Duration Map 0 rein und sehe, okay, für 55 Milligramm ergeben sich je nach Drehzahl folgende Förderdauern. Auch hier gilt es bei einer Leistungssteigerung, wenn der Torque Limiter höhere Kraftstoffmengen wie 55 Milligramm in dem Bereich, wo der Förderbeginn um die minus 25 Grad hat, natürlich diese Tabelle sauber zu erweitern. Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist noch Folgendes: Die Duration Maps sind sogenannte Kalibrierungsmaps, die aufwendig im Labor und auf Prüfständen in der Entwicklung rausgefahren wurden. Verändert man hier die Werte in der Tabelle, führt das dazu, dass die komplette Einspritzung dekalibriert wird. Also ist hier ein sauberes Erweitern der Tabellen, Spalten und des kompletten Kennfelds notwendig. Sauberes Erweitern, um eben eine Dekalibrierung zu verhindern. Das Vorgehen ist hier nicht anders wie bei den Torque Maps oder bei den Boost Maps. Am besten sucht ihr euch eine Zeile oder eine Spalte oder einen Bereich aus im niedrigen Drehzahlbereich, wo die Sprünge zwischen den einzelnen Zeilen nicht sehr hoch sind. Löscht diesen, verschiebt den restlichen Bereich der Tabelle nach oben und es entsteht eine leere Zeile und die könnt ihr dann sauber mit euren Werten, mit euren berechneten Werten über extrapolieren, errechnet, könnt ihr dann die Tabelle sauber erweitern. Wie gehe ich hier vor? Ganz grob gesagt ist mein Doing hier wie folgt. Ich fange an mit den Duration Maps. Über den maximalen IQ-Wert des Torque Limiters die sauber zu erweitern. Stichwort extrapolieren. Im nächsten Step ein EUI-Target zu definieren, abhängig von Fahrer, Fahrprofil, Fahrzeug und Einsatzbereich und berechnet dann über Förderdauer und als Target gesetztes Förderende den optimalen bzw. korrekten Förderbeginn und passe erst dann behutsam die erweiterten SUI-Maps an, immer den SUI-Limiter als Grenze im Hinterkopf. Damit wäre das Thema Fueling durch. Sei achtsam beim Ändern und Bearbeiten dieser Werte, denn ein kleiner Fehler kann hier fatale Folgen haben und kapitale Schäden verursachen. Immer daran denken, Kennfelder niemals zu dekalibrieren, wenn nötig sauber zu erweitern und zu versuchen, die Logik, die dahinter steckt, zu verstehen und beizubehalten. Denn nur dann hast du auch lange Freude mit deinem leistungsgesteigerten Motor. Für mich als Inspiration für weitere Videos schreibt gerne in die Kommentare, welche Themen euch rund um Kennfeld-Applikationen und WinULS interessieren. So, die 5 Tutorials könnt ihr als Leitfaden fürs Tunen sämtlicher 1.9er
Pumpedyse mit der EDC15P Plus Störung hernehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen.